Heute, am Tag des Begräbnisses von Papst Franziskus, gibt es von mir ein Special-Video. Auch wenn ich selbst nie einer Kirche oder kirchlichen Glaubensgemeinschaft angehört habe, war ich eine große Verehrerin von Papst Franziskus, einfach aufgrund seiner Menschlichkeit. Lass dich überraschen. Im Osten Deutschlands war es eher die Regel als die Ausnahme, ohne Konfession und ohne die Kirche groß zu werden. Insofern habe ich all die Päpste, die während der Zeit meiner jetzigen Inkarnation kamen und gingen, nur am Rande wahrgenommen. Im Laufe der Jahre habe ich dennoch einen Glauben entwickelt und der ist fernab der regulären großen Kirchen, weil ich nach wie vor der Auffassung bin, dass jeder Mensch den direkten Draht zum großen Ganzen, zum Alleinen, zum Göttlichen, zum Universum hat. Selbst als 2005 Papst Benedikt der 16. auf den höchsten Stuhl der katholischen Kirche kam und es den Slogan gab, wir sind Papst, hat mich das nicht weiter berührt. Das hat sich schlagartig geändert, als 2013 Papst Franziskus auf den höchsten Thron der katholischen Kirche kam und mit seiner herzlichen Menschlichkeit, seiner Authentizität, seinem Wunsch und Willen, sich zu öffnen, auch für die großen Probleme dieser Welt, für Reformen, wahrscheinlich nicht nur die 1,4 Milliarden Katholiken im Herzen erreicht hat, sondern auch viele Menschen weit, weit darüber hinaus. Etwas möchte ich dir ans Herz legen. Im Jahr 2018 hat Wim Wenders einen Dokumentarfilm über und mit Papst Franziskus gedreht. Ich war so beeindruckt und begeistert, weil die geniale Kameraführung nicht nur einen Film über den Papst machte, sondern den Papst direkt, ja, ich möchte mal sagen, von Angesicht zu Angesicht hat zu dir persönlich sprechen lassen. Das war derart beeindruckend, dass ich dreimal im Kino war. Ich habe Freunde und Kollegen dazu animiert, mit mir ins Kino zu kommen und sich ebenfalls begeistern zu lassen. Den Trailer zu diesem Film verlinke ich hier unten drunter. Im Kino wird er möglicherweise wieder gespielt. Zurzeit jedenfalls kannst du ihn auf jeden Fall bei verschiedenen Streaming-Diensten schauen. Das ist eine Empfehlung wert, weil dir da absolut auch deutlich wird, wer dieser Papst Franziskus als Mensch war. Er hat Zeichen gesetzt. Viele haben seine Zeichen verstanden und sind ihm begeistert auf seinem vorgeschlagenen Weg gefolgt. Es gab andere, die das, was er bewirken konnte, als zu wenig empfunden haben. Ich denke, das ist immer Ansichtssache. Ein Papst hat ziemlich restriktive Grenzen, an die er sich halten muss. Und im Rahmen dessen, was ihm möglich war, hat er aus meiner Sicht alles erreicht, um die katholische Kirche einen riesigen Schritt weiter voranzubringen. Ein letztes Zeichen hat Papst Franziskus aus meiner Sicht mit der Wahl seines Begräbnisortes gesetzt. Nicht im Petersdom innerhalb der Vatikanmauern, sondern außerhalb dessen, in der Basilika di Santa Maria Maggiore, im Herzen von Rom. Für mich ist das ein Symbol der Öffnung, der Reformen, der Schritte in die neue Zeit. Möge sein menschlicher Körper dort in Frieden ruhen
und möge seine Seele, wo auch immer sie jetzt ist, ihr goldenes Licht über die Wahl des neuen Papstes scheinen lassen, damit es ein Papst sein möge, der in der Lage ist, diesen von Papst Franziskus begonnenen Weg weiter fortzusetzen, in Liebe und zum Wohle nicht nur der 1,4 Milliarden Katholiken, sondern weit, weit darüber hinaus, in Liebe und zum Wohle aller. Danke, dass du mir bis hierher zugehört hast.